Heute wollte ich dich gern zum Talmud Emanuel befragen. Da geht schon los mit Talmud Emanuel, weil da immer ein J steht im Emanuel. Ja, Wie kommt das? Warum steht da kein I? Warum steht da weil J? das Wort nicht heißt Immanuel, sondern Jemanuel. Jemanuel eigentlich. Ja. Okay, gut. Dann habe ich das immer falsch gesagt. Das ist ursprünglich heißt der Name wirklich Jemanuel ja. und nicht Immanuel. Man sagt einfach im Deutschen Immanuel, aber wirklicherweise ursprünglich ist es Jemanuel. Okay. Weil den Namen habe ich schon mit dem I geschrieben gesehen und auch mit dem E. Mhm. Aber es heißt Immanuel ist Jemanuel. einfach deutsch geschrieben, aber richtigerweise wäre es ein J. J. Gut. Okay. Das wird schon von Alter her, ich weiß nicht, von wann wird es falsch geschrieben. Ja. Genau, wichtig, heute wollte ich eigentlich weniger über den Talmud an sich, sondern die ganze Vorgeschichte, weil da gibt's immer noch Fragen zu und wird es auch in der Zukunft immer wieder Fragen geben. Und es wird zwar im Großen und Ganzen beschrieben, aber gibt noch ein paar Sachen, die vielleicht ergänzend dann noch interessant sind. Also es gab 4 Übersetzungen oder 4 Herausgaben. Also 1975, dann 78, die 3. Auflage war 91 und dann kam, glaube ich, noch eine. Und dann ist das die erste Auflage Mai 2011, Neuübersetzung der Originalschrift. Warum wurde das neu übersetzt? Und zwar aus dem Grund raus, weil man mir das gebracht hat vom Vater, hat mir hat mir das damals diktiert gehabt. Was geschrieben war von dem Original, was der Vater hatte. Ja, es hatten Leute Unstimmigkeiten festgestellt. Ja. In den ersten Übersetzungen. Ja. Und das lag halt an, dass es nicht korrekt übersetzt war. Das ist nicht korrekt übersetzt worden. Das sind Schriften gewesen, die teilweise eben gefälscht worden sind. Ja. Und das habe ich ja nicht gewusst, das habe ich nicht können feststellen. Ich habe die Möglichkeit noch nicht gehabt dazu. Und dann ist man drauf gekommen, dass man sucht im Nachlass vom Vater, dass das überliefert wird, was er gehabt hat als das, was man sagt, Original. Ja. Gut, fangen wir einfach vorne an. Das ist am einfachsten. In dieser Ausgabe halt schreibst du auch ganz kurz was über dich, dass nicht von ungefähr wurde die vorliegende Schrift Talmud Jemanuel mir, Billy Eduard Albert Meyer, Beam, ausgehändigt, denn durch Jahrtausende alte Vorbestimmung war ich dazu bedingt worden, die Verbreitung dieser Schrift in die Wege zu leiten und durchzuführen. Ja, eben. Das ist das Original, was das Vater noch gehabt hat, was von ihm ausgekommen ist, was aber nicht dem Original entsprechen tut, was verbrannt worden ist oder vernichtet worden ist, wo der Isa Rashid bei sich gehabt hat. Da hat es auch schon Unterschiede gegeben. Ja. Also auch das, was verloren gegangen ist, Richtig. war schon verfälscht oder... Richtig. Und das ist einfach das, was das Vater noch im Nachlass hinterlassen hat. Ja.
Gut, da kommen wir gleich noch wieder hinzu. Etwas später schreibst du dann halt, wo du Bücher, die du schon zu der Zeit geschrieben hast, das war Genesis, Arad Atasata, Om und Kelch der Wahrheit war, weil ich dich mal gefragt hätte, welche Bücher du schreiben solltest. Dann Genesis und Arad Atasata gehörten sicherlich halt eben auch dazu, die geschrieben werden sollten. Wo eben was Genesis oder auch ein offenes Wort, geht es halt viel ums Christentum. Richtig. Und zwar aus dem Grund, weil das Christentum wie jede andere Religion verfälscht worden ist. Es ist im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass das richtiggestellt wird. Und das ist für lange, lange Zeit noch ein Ding von der Unmöglichkeit. Weil die Leute die Wahrheit nicht hören. Ja, sie wollen es nicht hören, sie wollen glauben. Sie wollen nicht selber denken, sie wollen glauben. Ja. Ist so. Ja, das ist das grösste Übel von dieser Welt, wo es überhaupt gibt. Der Glaube, statt selber sich bemühen, selber sich Gedanken zu machen darum, selber die Wirklichkeit sehen und selber die Worte daraus raus. Also den Verstand und die Vernunft gebrauchen, die Logik und so weiter und so fort. Das ist am Erdenmensch zu viel. Ja. Es ist zu viel verlangt von ihm, selber zu denken, sondern lieber glauben. Ja. Glauben macht er keine Mühe. Glauben macht er keine Schwierigkeiten. Man muss selber nicht denken, man muss selber nicht überlegen, stimmt's oder nicht. Man muss selber nicht die Wirklichkeit sehen und suchen, so wie sie tatsächlich ist. Man kann einfach das nehmen, was der Glaube präsentiert. Man nimmt es ist einfach so. Man tut nicht überlegen, man tut nicht den Verstand brauchen, man tut nicht die Vernunft brauchen, man tut nicht schauen, was wirklich Wirklichkeit ist und die Wahrheit ist. Ja. Und es bedarf nur dieser Indoktrination im Grunde, die manchmal nur sehr kurz ist. Richtig. Dass das Leben lang dann anhält. Ja. Und das fängt beim Menschen eigentlich dort an, im Elternhaus. Weil, wenn die Eltern gläubig sind, dann übertragen sie das auf die Kinder, die indoktriniert werden dafür, selber nicht denken können, sondern einfach das als Wirklichkeit, als Wort annehmen, wo nicht Wirklichkeit und Wort sondern Lüge und Betrug ist. Indoktrination von Lüge und Betrug, oder? Und da muss man selber nicht denken, nur einfach annehmen, glauben, fertig, Schluss. Ja. Ja, jedes Mal, weil die Eltern bringen einem das halt auch mit dem Weihnachtsmann bei. Ja. Aber das legt man dann halt ab. Aber ja, man leitet einfach mit der Zeit ab, je älter dass man wird, also der Mensch, oder? Ja. Er leitet es einfach dann ab, wenn er selber sieht, dass es eigentlich Quatsch ist, Blödsinn ist. Ja. Dann leitet er es ab. Und das andere aber, das bleibt einfach hängen, weil er das nicht kann nachvollziehen, weil er das nicht kann sehen, nicht hören, nicht erleben und so weiter und so fort. Weil ihm die Möglichkeit nicht gegeben ist, weil er nicht selber anfängt oder nicht selber angefangen hat mit Denken. Es ist eigentlich jedes Kind
wo geboren worden wird, oder? Ist, wenn es auf der Welt ist, bereits fähig, selber zu denken. Also feststellen, was ist wirklich und was ist nicht. Wenn er oder wenn es das Kind also nicht sich einfach indoktrinieren lässt von den Eltern aus oder von der Umgebung, wo es eben leben tut. Also nicht seinen Verstand braucht, nicht Vernunft und selber denken tut und selber entscheiden tut. Oder? Und zudem ist der Mensch schon fähig, oder wäre fähig, wenn er sich nicht indoktrinieren lassen, einfach, wenn er bereits auf die Welt gekommen ist. Ja. Das ist ein Mensch vorbestimmt, also gegen dass er Vernunft und Verstand hat, wenn er schon auf die Welt kommt und selber kann entscheiden, selber kann durch seine Gedanken entscheiden, nehme ich das an oder nicht. Oder? Dass er sich also beeinflussen lässt oder nicht beeinflussen lässt. Das ist bereits dann, wenn er auf der Welt ist, sich, wie soll ich sagen, nicht, er ist sich das nicht eigentlich bewusst, aber die Fähigkeit ist ihm gegeben. Und durch die Indoktrination aber lässt er das einfach laufen, was auf ihn einkommt, und nimmt es an, gläubig, und denkt nicht darüber nach. Ja. Dann die Schrift wurde nicht von Emanuel selbst verfasst. Nein, er hat nie ein Wort geschrieben. Ja, sondern von einem seiner Schüler, Judas Ischkeriot. Ja. Der fälschlich Als Verräter hergestellt wird. Genau, was aber in Wirklichkeit ein Sohn der Pharisäer war. Ja. Und namens Judas Ischariot. Judas Ischariot, der einen ähnlichen Namen hatte. Ja. Ja. Und so hat man das dann geschichtlich dann so dargestellt, als ob er der Verräter gewesen wäre. Wie es heute noch passiert, es wird alles verfälscht, es wird alles verdreht. Selbst leider da in der Figur, wo, wenn du etwas sagst, das nachher anders dargestellt wird und so weiter und so fort. Also bereits von Figu-Mitgliedern. Oder? Mm. Und ob es dann böswillig ist oder nicht böswillig, ob es einfach ist, weil man es falsch verstanden hat und so weiter und so fort. Es kommen also bereits Verfälschungen von dem Stand, was du lehren tust, was du sagen tust, ohne dass eigentlich die betreffenden Personen sich Gedanken darüber machen, dass sie etwas falsch interpretiert oder falsch gesagt haben und so weiter und so fort. Wo nicht einmal muss eine Böswilligkeit dahinter stehen, wo nicht einmal muss der Wille dahinter stehen, etwas Falsches zu sagen oder etwas Falsches daraus interpretieren und so, sondern dass es einfach so gemacht wird, weil man nicht weiter darüber gründlich nachdenken tut und so weiter und so fort. Und so ist es bei jeder Religion auch passiert. Und schlussendlich sind bewusste Verfälschungen gemacht worden und so weiter und so fort. Das ist bei jeder einzelnen Religion, bei jeder einzelnen Sekte, die es gibt auf unserer Welt, wo Erde genannt wird, wo genau dasselbe passiert ist und auch heute passiert und weiterhin passieren wird. Ja, das Manipulation. Das ist der Grund, warum dass ich da bin und selber schreiben tue und selber kontrollieren tue. Ja, das Unablässigste. Dass es wirklich das ist, schriftlich wiedergegeben ist,
was gesagt wird, was wirklich ist. Mhm. Anders geht's nicht. Ja. Und das muss einfach so erhalten werden. Und darum hat man auch gemacht, dass wenn Übersetzung gemacht wird, das muss das Original dabei stehen. Oder? Dass diejenigen, die die Sprache dann beherrschen, können nachlesen in der Originalsprache. So ist es gesagt, so ist es erklärt worden. Und so weiter und so fort. Und das soll sich so erhalten in alle Zukunft. Ja. Gut. Ach ja, du schreibst dann auch noch, dass eben nur die Mächtigen in der Religion, die Sadduzäer, Pharisäer, dass das auch eine bestimmte Sekte war, eine radikale Sekte, die Römer loswerden wollte. Mhm. Und Immanuel hat nicht so gepredigt oder gesprochen. Und die wollten ihn im Grunde weghaben. Richtig. Und die falsche... Das ist genau dasselbe wieder der Fall. Ist jetzt 88 Jahre geht's jetzt so. Wort wird nicht gern gehört. Wenn du das Wort sagst, es ist so auf dieser Welt, dann laufst du immer Gefahr, dass du abgemurkset wirst, dass du aus dem Leben geschossen wirst und so weiter und so. Das hat man jetzt 27 Mal probiert in meinem Leben. Wer, wie, was, wo passiert, das kannst du nicht voraussagen, denn das kommt einfach so. Es ergibt sich wieder einmal und dann ist wieder eine gewisse Ruhe da und dann nachher kommt es halt wieder. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass dasjenige, wo die Wahrheit sagt, angefindet wird von denen und jenen. Und in der Regel sind es einige Menschen, die selber nicht denken, die selber glauben tun, die nur glauben tun. Und also ein Skidenken haben, wenn ich das geprägt habe, schon als Bub. Skidenken, wo ich einfach dort mal schon gesehen habe, die Menschen tun wohl denken, aber in einer Art und Weise, die nur scheinbar ist. Dann darum der Name scheinbar. Scheindenken. Dann alles, was sie denken, ist nur Schein, Lüge und Betrug. Gegenüber sich selber. Und das tun sie auch verbreiten gegen aussen. Oder? Wo sie sagen, es ist so und so, obwohl es nur eine Annahme ist, oder? Wo man sollte sagen, wenn man irgendetwas erklären tut den anderen, das ist wirklich eine Annahme, ich nehme das an, es könnte eventuell so und so sein. Es ist aber nicht die Wahrheit. Es ist nur eine Annahme. Und aus Annahmen entsteht wiederum Lug und Betrug. Ja. Wenn man es nicht klarlegt, es ist wirklich nur annahmemässig. Ja. Es muss nicht so sein, es kann völlig anders sein. Ja. Selbst wenn es schriftlich festgehalten wird, ist es schwierig. Wichtig, weil auch das die Wort. Interpretation vom anderen Menschen, der das lesen kann, die Interpretation kommt, wo er denken tut oder Ski denken tut, es könnte so und diesen und jenen Weg sein. Und das geht er sagen, in der Form, wie wenn es dann wirklich so wäre. Ja. Oder aus Schein
wird Betrug. Wird Lüge und Betrug. Ja. Schein ist keine Wahrheit. Ja. Nur Wirklichkeit ist Wahrheit. Ab wann, du beschreibst das hier auch noch irgendwo, was ich jetzt ganz so schnell nicht finde, dass eben dass Religion, welche Art auch immer, nachher zu einer Veränderung im Gehirn auch führen kann. Richtig. Das tut jede Religion, die es überhaupt gibt, nur nach ihrer Art und Weise, wie der Mensch sein Scheindenken formen tut sein Gehirn verändern und das, was er dann produziert in seinem Gehirn, tut sich das sehr weg festsetzen, wie wenn es tatsächliche Wort wäre. Ja, also eben zum einen ist da diese organische Veränderung im Gehirn. Richtig. Oder das Es ist nicht eine organische Veränderung, es ist nicht eine organische Veränderung, es ist eine Veränderung von der Auffassung, von der Denkweise und so weiter und so fort. Und die kannst du nicht mehr so leicht rückgängig machen, sondern unter Umständen halten die ein Leben lang an. Oder? Und ist nicht mehr wegzubringen. Genau wie wenn der Mensch andere wird. Es ist eine Sucht, muss man sagen, es ist eine Sucht. Genau wie Alkohol oder eine Sucht, Drogen, wo sich festsetzen tut im Kern. Oder? Es ist nicht eine organische Veränderung, also eine materielle organische Veränderung, sondern eine immaterielle Veränderung. Oder? Im Organismus vom Kern Veränderung, wo nicht materiell ist, sondern sie ist immateriell. Ja, also wie das Gehirn dann geschaltet ist im Grunde. Ja. Ne? Durch unser Denken Genau. entstehen ja bestimmte Neuronenwege, die Genau. benutzt werden im Gehirn bevorzugt. Ja. Und dann werden sozusagen eben diese irren Neuronenwege aktiviert. Das ist genau wie wenn du in einem Fahrzeug, wo Benzin braucht zum Laufen, das Benzin verändert sich und es gibt eine Bewegung daraus. Ja. Möglichkeit von einer Bewegung. Und tatsächliche Bewegung. Es tut sich verändern von dem, was es grundsätzlich ist, zu etwas völlig anderem. Ja. Also von Benzin zu Kraft. Benzin ist materiell. Die Kraft, die erzeugt wird, ist nicht mehr materiell, ist immateriell. Ja. Oder? Und dieser Übergang zu, wo wir sagen würden, dass es dann eben zum Kriminellen in der Religion, ne? Eben Mordanschläge und so. Ja, das ist genau dasselbe. Das ist aber fließender, ne? Im Grunde. Ja. Also je mehr Energie man in dieses Scheindenken und falsche Denken. Ja, dort ist es einfach sehr weg. Es ist von Mensch zu Mensch verschieden, je nachdem, wie er denken tut, dass er daraus Energie und Kraft wieder entwickelt. Aus dieser Energie, dann das Denken ist ja und das Glauben ist eine Energie und wie er das weiterverwendet und wieder umwandelt tut, bis Katastrophe zum Beispiel da ist. Ja. Dann gehst du genau abschließend eben, dass das Volk nicht gegen Emanuel war, sondern eben diese ganz kleine Minderheit,
Ja. Diese Sekte und vor allen Dingen die Religion kontrolliert haben, Richtig. die wollten ihn weghaben. Also nicht, was manchmal dem Volk, dem Judentum angelastet wird, dass das eben auch schon wieder eine Lüge des Christentums ist. Ja, genau. Ne, weil das gar nicht der Fall war. Ja, Sondern er hatte einen großen Rückhalt. Es hat da kein Christentum gegeben, es hat keinen Christus gegeben. Na. Es hat auch keinen Jesus gegeben. Er hat auch nicht Jesus geheißen, er hat Immanuel geheißen. Ja. Ja, allein das ist schon für viele. Das ist schon so verfälscht worden, dass es gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja. Oder? Auch, dass er mehr weibliche Jünger hatte als männliche. Die werden halt komplett rausgelassen. Ne? Ja, 17 die werden Frauen. völlig ausgelastet. Es ist ungefähr im gleichen Rahmen gewesen. Weiblich und männlich ist etwa im gleichen Rahmen gewesen. Ja. Oder? Genau wie es heute eigentlich ist. Ja. Wenn du die Figur anschaust, es ist weitgehend eigentlich das Verhältnis etwa gleichmäßig. Ja. Von männlich und weiblich. Wenn du genau zusammenstellen tust, dann kommst du wahrscheinlich auf den Schluss. Es ist nicht genau so, aber weitgehend so. Ja. Oder? Und diese Sachen werden grundsätzlich verheimlicht. Und schon seit Jahrtausenden. Dann vielfach in vielen Religionen wird zum Beispiel beim Hinduismus, oder, da gelten die Frauen gerade gar nicht. Mhm. Oder? Das sind Sklavinnen vom männlichen Geschlecht. Die dürfen nur das und dieses. Auch in den Religionen dürfen sie das, wenn sie eine Religion ausüben, das und das nicht selbstständig machen und so weiter und so fort. Man tut das einfach so verheimlichen, wie die Politik das verheimlicht, was wirklich geht und läuft. Wie das Militär das verheimlicht, was wirklich geht und läuft und so weiter und so fort. Es ist auch keine Offenheit da. Es wird nicht gesagt, was wirklich ist. Es wird gelogen, es wird betrogen und so weiter und so fort. In den Regierungen genauso wie in der Familie innen, oder? Und so weiter, in einer Gruppe oder in einem Verein und so weiter und so fort. Da wird einfach gelogen und gelogen und gelogen, verdreht und verdreht und verdreht. Mhm. Nur nicht das gesagt, was wirklich ist.